Hallo meine lieben Collodium-Freunde, willkommen in meinem Labor. Einer der schwierigsten Arbeitsschritte beim nassen Collodium-Verfahren ist sicherlich das Entwickeln. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir mit zwei großen Problemen kämpfen. Das eine Problem ist die extrem kurze Entwicklungszeit und das andere Problem ist die Beurteilung, ob die Belichtung korrekt war. Denn eine unterbelichtete Platte ist von einer überbelichteten Platte eigentlich kaum zu unterscheiden, gerade von einem schwarzen Hintergrund. Wir sollten uns daher mal die Unterschiede anschauen, wie sie auf Glas aussehen. Ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht. Wir haben hier einmal eine kräftig belichtete Platte, die zudem auch noch verstärkt wurde. Wenn wir die Platte vor einem dunklen Hintergrund halten, sehen wir, das Bild ist als positiv nicht zu gebrauchen. Man kann aber von dieser Platte wunderbar im Kontakt Papierabzüge machen. Im Vergleich dazu eine unterbelichtete Aufnahme. Wenn ich die vor einem dunklen Hintergrund halte, erscheint diese augenblicklich positiv. Das ist im Grunde genommen das, was wir auch haben wollen, wenn wir eine Tintype oder eine Ambrotype machen. Wir sollten uns also beim Entwickeln auf zwei Dinge ganz besonders konzentrieren. Zum einen sollte der Entwickler möglichst schnell und gleichmäßig aufgetragen werden. Ich empfehle immer das Verwenden eines Helper-Trays, denn das hilft, den Entwickler auf der Platte zu halten und wir kriegen so auch eine gleichmäßige Entwicklung bis in die Ecken. Das andere, worauf wir uns konzentrieren sollten, ist die Bildspurzeit. Die Bildspurzeit beschreibt die Zeit, die es braucht, bis die ersten Bildpartien erscheinen. Wenn wir nun also den Entwickler aufgießen und das Bild schießt förmlich aus der Platte heraus, dann wurde überbelichtet. Dauert es hingegen sehr lange, über 10 Sekunden, bis das Bild erscheint, dann wurde unterbelichtet. Ich klammer jetzt mal besonders helle Partien wie einen weißen Hintergrund oder Himmel aus, denn der erscheint immer viel schneller. Wenn wir nun also den Entwickler auf die Platte gießen, achten wir ganz besonders auf diese Mitteltöne, wie schnell die kommen und zählen die Zeit weiter. Generell sollte man die Entwicklung nach 12 bis 15 Sekunden stoppen. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, das ganz gut zeigt, dass man auch sehr schwierige Motive korrekt belichten und entwickeln kann, wenn man sich auf die bildrelevanten Partien konzentriert. Hier war es natürlich das Gesicht. Das heißt, wir haben bei der Belichtung darauf geachtet, dass das noch Zeichnung hat und beim Entwickeln achtet man nur auf die Partie und versucht dann im richtigen Moment zu stoppen. Man kann bei einem Shooting auch bei den ersten Aufnahmen durchaus auch mal einen Testchart verwenden und das ins Bild halten, denn das hilft einem zu beurteilen, ob die Belichtung korrekt war. Wenn nun also das Schwarz nicht mehr schwarz erscheint, dann wurde überbelichtet. Die Grautöne sollten auf jeden Fall sich unterscheiden und das Weiß sollte nicht hoffnungslos ausfressen. Es braucht auf jeden Fall ein bisschen Übung, bis man diese Operation wirklich sauber und gleichmäßig hinbekommt. Aber wie bei allen Arbeitsschritten beim nassen Collodium-Verfahren gelingt das auch jedem mit der Zeit.